Hello friends, I'm Max and you're watching a video about my 5th year of developing a small log cabin camp away from people and roads in Karelia. In the previous episodes, you might have seen how I was building my off-grid cabin from a typically large logs of about 40 cms, 16 inches in diameter. It is obvious it would have been easier and faster to build a cabin using medium-sized logs, but I decided not to cut a single live tree. Rather, I used the available century-old pines downed by a severe storm from a few years back. Kurze Anmerkung, Chat, Alter. Das ist schon ziemlich. Irgendwas macht das in meinem Körper. Wisst ihr, was ich meine? Das weckt irgendwie so einen Instinkt in mir. So ein eigenes Haus bauen. Aus irgendwelchen also aus solchen Baumstämmen, die man irgendwo findet. Er hat ja gerade gesagt, er hat keine Bäume gefällt, sondern er hat nur die Bäume benutzt, die irgendwo rumlagen. In comparison to traditional sized logs of 20 cm diameter, these 40 cm logs are 4 times heavier. Das kannst du auch in Russland, Chat, gibt es so viel unberührte Natur, Alter. Kannst du einfach gehen und denen irgendwo ein Haus bauen. Machst du das in Deutschland, Alter, bist du auf irgendein Privatgrundstück. Kriegst erstmal ein GSG 9 auf den Hals geschickt. Initially, I had no plans to build a log cabin, but I couldn't just look at this high-grade construction lumber rotting and infecting young pines with pests and diseases. This post-apocalyptic scenery influenced me to pick up an axe and save at least some of the downed pine logs while clearing space for new trees. Besides, Die Folie ist aber nicht da im Wald gefunden worden, ha? Building the cabin, I entertained myself with other bushcraft projects this season. I did some gastronomical experiments with a vertical grill and built another tarp hanger that is a lot larger than my old stretch film dome storage. I also modernized Danke, the Sarestro. swimming Chaos, pond danke, Mann. by Temulus, raising its Sie plus water und level Zerbolife. Danke, and Mann. carving Vielen granite Dank, Jungs, für die steps to Unterstützung, replace ey. my aging step-down ladder, as well as reinforced my bushcraft kayak before making a long voyage along a cascade of small local lakes. Now I have my own... Ich möchte kurz anmerken, seine Stimme hat irgendwas. Wisst ihr? Er hat quasi so einen russischen Dialekt, aber der macht das irgendwie so ruhig, wenn er redet. Das ist irgendwie entspannt. Fleet hidden on the lakeside of the remote forest. Also, I cut slabs for my cabin's back door and experimented with baking a spiraled potato. Even though I was baking it on a traditional horizontal grill, the result was very satisfying. I also fished a lot and cooked fish such as this pike using a Polish recipe. I improved my earth oven and learned to bake hearth bread, an excellent bushcraft food that is delicious, easy to make, and has a long shelf life. In order to make hearth bread, I had to make an irregularly shaped wooden door and seal the gaps between the rocks with clay. Ein Ofen This small gebaut. time investment paid off though. It is such a pleasure to sit at my pond and eat a freshly baked loaf of bread in the middle of nowhere. Another project I made this summer was this shaving horse. Such contraption was widely used by barrel makers and carpenters in the past. You might have seen why I decided to make a shaving horse in the previous video. Even though I spent almost 2 days to complete it, I never regretted the time loss. It saved me time with my carpentry projects later, making the whole process safer. For example, it would have taken me 2 to 3 times longer to make this traditional pot holder without a shaving horse. Wow, Flex. I made this bushcraft tar distillery to produce tar and rosin, and used rosin to adhere legs onto this primitive cutting board. As you can see, a lot of my projects interconnect with each other, but the main reason I made tar and rosin is for building a traditional Viking boat. I need tar and rosin for its waterproofing. I carved a primitive cooking mortar for my culinary experiments. I saw these traditional wooden mortars during my trip to Tanzania. Next season, I'm planning to make a mini-meal powered by a water wheel. In the meantime,
Also der Chat, also ich merke, dass eine Person im Chat mich die ganze Zeit nötigen will, andere Videos von ihr anzugucken. Chat, wir gucken uns jetzt erstmal das Video an, wo er mehr oder weniger alle seine Projekte zeigt. Und wenn das interessant ist, Chat, dann gucken wir uns die Videos in Detail an, okay? Also beruhigt euch, Chat, und gebt mir Feedback. Oder sagt mir was Cooles, wenn ihr was Cooles seht. Dann gucken wir uns das jeweilige Video dazu an, wisst ihr? A good old cooking mortar and pestle will do. In other words, Ich würde das gerne essen. there were a lot of interesting adventures and projects during my 3-week stay at the log cabin, but in this video I will focus on the first week of my vacation. As usual, everything started with the delivery of supplies from my boat to the campsite that is further inland. Wenn ihr in Deutschland die Gelegenheit stellt euch folgendes vor, Chat. Sagen wir mal, wir leben in einem großen Europa, okay, Chat? Sagen wir mal, stellt euch vor, ihr könntet in Schweiz, Österreich, Deutschland irgendwo in den Wald reingehen und die Wälder sind auch tatsächlich groß genug, dass ihr so eine Hütte bauen könntet. Würdet ihr sowas wahrnehmen wollen? Ich sag mal, hättet ihr zumindest Bock auf sowas? Egal, ob ihr es machen würdet oder nicht? Oh, Chat, ich würde eine fucking Hütte bauen. Aber sowas von. Irgendwo im Nirgendwo. Aber Deutschland ist zu klein. Die Wälder sind zu klein, Mann. This year I brought a lot of gear and other needed supplies. If I didn't cut out a trail through hundreds of downed trees a few years back. Wir wurden übrigens gerade gehostet vom Mune Boys. Sagt alle Hallo. Zu den Mune-Zuschauern. Ich musste übrigens gerade fast kotzen, deswegen mussten wir abbrechen. Deswegen schauen wir uns jetzt Good Old 2D-Videos an und versuchen quasi darauf klarzukommen, ohne Bäuerchen. I wouldn't be able to bring heavy equipment to my camp. My new Danke für den Host. custom-made modular backpack made the moving process much easier. This year I got a new 3000 watt generator to replace the one that broke last season. If it wasn't for my friend who came to my rescue with a temporary replacement generator, I wouldn't have those drone shots you saw earlier. I made 4 trips to my boat and back, which got me pretty hungry, so it is time to start cooking. Hör auf, über das Essen zu reden. Mir wird schlecht. At the beginning of any expedition, it is best to cook the most perishable products first. In my case, those were eggplants and marinated meat that I just brought from the boat. I decided to cook them using a vertical grill method, which you Macht er might da? have seen in one of my previous videos. Ist der wahnsinnig? Hat er den Verstand verloren? Warum hat er die Avocado, sag ich schon, warum hat er die Aubergine geschält? This one is an expanded version where you can grill multiple skewered dishes at once. I'm sure many people will say that skinning eggplants is not the way to go aesthetically. Here is my reasoning. Because I will be vertically grilling, I can mix the taste of eggplants and meat by positioning the meat on the top of a skewer. Wir haben gerade 5 This Subs way- geschenkt bekommen vom Mune Boys. Seid ihr gesegnet worden von dem Mune Subgift? Schreibt jetzt nichts in den Chat, um zu gucken, ob Mune euch gebläst hat. The sizzling fat will run down, enhancing the eggplant's taste along with the smoke of the charcoal. This is why I peeled, added diagonal cuts and rubbed olive oil onto the eggplants. Das ist clever, was er da macht, möchte ich anmerken. I was so hungry that I even added a couple of skewered hot dogs to the grill. Ich hab Bock, so eine Wurst zu essen, Mann. Friends, check this out. You can ignite smoke. Wow! I think it's called paralysis. Sein leicht psychopathischer Blick in die Kamera, Alter. Ich meine, er sieht auch schon aus wie ein echter Russe, Chat, ja? Ich bin kein Racial Profiler, so, aber er sieht wirklich aus wie ein Russe, Mann. Richtiger As you can Kosake. see, my vertical grill is quite mobile, and you can easily move it to a different location even while it is burning, which is a pretty convenient feature to the vertical grilling method. These homemade metal log dogs came in handy. Ihr habt Pole gesagt? Oh shit, ihr seid bessere Racial Profile als ich. Even though I Guck mal, usually Alter, jetzt verstehe ich, wie der den Grill gemacht hat. Der hat einen Baum gesplittet, hat ein Feuer in den Baumsplit gemacht und nutzt jetzt quasi die beiden Baumhälften als so eine Art Zwei-Seiten-Grill, damit die Hitze von 2 Seiten kommt. Das ist ziemlich cool. Chat, wenn ich irgendwann mal verloren sein sollte im Wald, gucke ich mir das ab.
them for carpentry work. Another advantage of vertical grilling is that the fat doesn't drip on the hot charcoals, which would produce toxins while Ein Toaster, burning. ja genau, ein So Toaster. even health-oriented people don't have to give up delicious food cooked on the open fire. My vertically grilled dishes don't have any smell of burnt fat or toxins, but rather a smell of pure charcoal smoke. Friends, it is a pity the video can't give you any taste or smell samples. I would love Er to will share alles the für sich taste of behalten. it with each of you. Gib ein bisschen ab. If you watched my previous videos, you probably know that I brought and planted hundreds of deciduous trees and bushes around my log cabin camp. Danke, Most Mega-Choleriker. of them are growing Danke, in two Pumpi-Lumpi. nurseries Lumpi-Pumpi. not far from the Pumpi-Lumpi, so rum. cabin. Danke. It is important to help them survive Ei, in the bedanke, first Mann. years in Stromer. our harsh northern climate. As it often happens, you can do two different tasks at once. During my long absence, the bottom of my pond accumulated a lot of organic sludge, which is an excellent natural fertilizer for my saplings. Tief einatmen. I needed to Gegen die clean the pond Übelkeit anyway, kämpfen. but throwing away organic fertilizer would be remorsefully wasteful, so I decided to allocate a spot for its composting. I weeded the saplings first. Komposter. Luckily, you can easily make out rare and exotic trees from native plants. Then I laid out a layer of weeds on the ground for improvised composter, on which I dumped the sludge. Er hat Weed da. I will use most of it next year when it turns into dark soil. Ah. Meanwhile, I used my last summer's Er hat quasi mehr, streng genommen hat er quasi Blumenerde gerade gemacht, ja? stash of organic sludge to fertilize my trees and bushes. The dried organic sludge collected from the bottom of lakes or ponds looks very similar to peat, but it is by far Muttererde, more sagt ihr. valuable as a fertilizer. Ich würde gerne meine Hand While reintun, carrying so. this water-saturated sludge, I came to a conclusion that my dam works as a filter, separating and accumulating the sludge coming from the forest lake into the pond. To prevent it from happening in the future, I will have to add an overflow water pipe to my dam, but I will do it a bit later, as it is time to change the activity. I scythed the Ich habe eine Frage, Chat. Wie nennt sich diese Art von Blume hier? Das ist eine Art von Blume, die ich auch früher gesehen hatte als Kind im Wald. Und das war eine von den Pflanzen, die irgendwie so giftig oder so halbgiftig waren, glaube ich. Ich habe aber nie den Namen davon herausgefunden. Könnt ihr mir helfen? grass and removed some sod and soil to create a granite embankment. Herkules schreibt ihr? In Karelia, Herkules-Staude? anywhere you stick a Wirklich? shovel in the ground, you will hit a granite plate. I'm going to carve out steps into the granite embankment to replace my aging wooden step-down ladder. I cut the sod on one side of the pond and moved it to the dam to reinforce it and to raise the pond's water level. Note, all my pond cleaning activities resulted in clogging the dam and raising the water level in it. Warte. Ihr schreibt Bärenklaue. Ja, genau das ist das, was ich meine. Ja, genau. Oder Bärenklau. Auch Bärentatze. Und hier ist auch das Herakleum, also die Herkulospflanze vermutlich. Ja, genau das. Ist jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, die Pflanze, die ich besonders häufig sehe, aber das ist genau die ich meinte. The first step of my ladder is already submerged underwater. Meanwhile, the fresh sludge has dried out a bit, and I will use a portion of it for tree planting now. This year I brought saplings of black. Das ist keine Bärenklaue? Was ist es dann, Chat? Ihr müsst schon die richtige Antwort geben. Ihr könnt nicht schreiben, das ist nicht die Pflanze, die ich angucke, aber nicht schreiben, welche Pflanze es dann ist. What the fuck, Chat? Macht hier nicht so ein Rätselraten draus. Okay, warte. Ich google nach Schierling. Nun, das ist ein Markt in Bayern. Fast das gleiche. Walnut, northern catalpa, and hard walnut trees. The hard walnut saplings were a gift from one of my subscribers.
In about 20 years, there will be a beautiful alley of walnut and northern catalpa trees leading to the log cabin. Oh, I cool. hope to see it then. Okay, I'm done with all urgent tasks and now it is time for some fun. I decided to entertain myself by making an overflow. Okay. Ich google noch einmal. Jemand hat geschrieben, Schafsgabe. Also, ich bin mir ziemlich sicher, Chat, dass die Pflanze, die wir gerade gesehen haben, keine Schafgabe war. Sondern ich bin ziemlich sicher, dass es definitiv die Bärenklaue war, die ich meinte. Beziehungsweise irgendetwas, was mehr nach Bärenklaue aussieht, als nach Schafgabe. Weil Schafgabe ist winzig und klein. Und das gerade eben war groß und hat so einen großen Kopf wie hier. Also es ist eher Bärenklau, als dass es Schafgabe ist, meiner Meinung nach, Chat. Und ich weiß immer noch nicht, wie die Pflanze im Endeffekt heißt. Und wir werden es vermutlich auch heute nicht herausfinden. Valve in my dam. The valve will help me to quickly raise the water level in my pond as needed. Next year I'm planning to build a water wheel and a mini mill. On the other hand, when I leave my camp, I can leave... Okay. Okay, jemand schreibt, es ist ein Wasserschierling. Oder ein gefleckter Schierling. Moment. Das investigieren wir, Chat. Gefleckter Schierling. Ja, tatsächlich. Das könnte auch hinkommen. Es gibt tatsächlich viele Pflanzen, die ähnlich aussehen. Möchte ich mal kurz anmerken. Lassen wir es so stehen. Open, preventing the dam from working as a sludge filter, just letting it all flow downstream. I avoided using green wood on purpose because it will swallow and can even crack the pipe. This is why I made the plug from a semi-rotted aspen branch. My new bimetal bearded axe helped to achieve a perfect fit. If you want to see how it was forged from a tie plate and an old metal file, I will leave a link below. Besides the axe making process, the video Okay. Jemand hat noch einen weiteren Link geschickt. Liebstöckel. Na, wie ein Liebstöckel sah es nicht aus. has beautiful nature footage of the axe being tested in real-world bushcraft activities. Okay, the aspen plug is made and it is time to install the whole contraption into the dam's wall. Ich weiß, wie ein Kokastrauch aussieht. Wollte nicht anklicken, Bruder. Kenn mich aus. I recently found a clay source near my camp, which means I will be making some ceramics soon. Meanwhile, I applied some blue clay on it as a pressure damping sealant to prevent the plug from getting stuck. Ich rede vom Kokastrauch, nicht vom Kokain-Chat. Gottverdammt. Now I can raise the dam's wall even higher without risking that it will be destroyed by high water in the spring. Ein Korken gebaut. I need to raise the dam's wall by about 3 feet, 1 meter, to create enough water flow for my water wheel project next summer. It has been a dry summer, so I decided to mulch my south. Okay, Chat, ganz kurz, okay. Ich klicke das noch an. Nein, es ist kein Gänseblümchen. Warte, hier hat jemand das geschrieben. Fucking Troll, Alter. Jemand hat geschrieben Sterndold. Jungs, Alter, ihr könnt nicht einfach jede Pflanze nehmen, die eine weiße Blüte hat und mir jetzt den Scheiß schicken und sagen, das ist das Zeug, was ich gefunden habe. Vom Halblang. Southern nursery to slow down the water evaporation. Ich klicke nichts mehr an von euch, Mann. Here you can see saplings of elegant birches, indigo trees, amur velvet trees, white acacia trees, German medlar trees, red bud cercis, scarlet red maple, catalpa, black walnut, heart-shaped walnut, and Manchurian walnut, as well as a few more names I either forgot or their tree saplings didn't make it to this day. Boah, ich habe ja noch diese Übelkeit in meinem Magen. Was ist hier los, ey? Meanwhile, you can see the water level raised to the second step of the pond's ladder, and it is time to cook a meal. Oh. I Cooking already show. used up all perishable products, and I need to start procuring food supplies to supplement the ones that I brought with me. Cooking a fish soup is a good solution to start conserving on my supplies.
It is a simple and nutritious meal, a bushcraft fast food. Ist ein toter Fisch so ein... Achso, hat er den gekocht, den Fisch? Ist er denn roh? As I mentioned earlier, I brought a bucket of electricity to the camp this year, along with many battery-powered devices that I need for filming this video. Der war gekocht, ne? Ja. The electronic devices filled a dedicated waterproof duffel bag that I brought in my boat. You're looking at the charging process of Steadicams, Danke, Kracho. flashlights, a car battery, Und danke, lieber Kofferfisch, für die electric Resets. shaver, smartphones, and a few power banks. Because the closest electrical outlet is many miles away from here, Halbe I always try to keep a Kommandozentrale. sufficient backup in case of... Warte, lass mal zurückgehen. Was hat der da für ein Betriebssystem drauf gehabt? Ich wusste gar nicht mehr, dass Leute sowas verwenden. Ist das XP? Mann, ey. Schon lange nicht mehr gesehen. Here, I always try to keep a sufficient backup in case of generator failure, mostly for my power-thirsty video equipment, such as my drone, cameras, and laptop. I also brought a couple of my power tools, such as a side grinder, to try them with my new generator. Warte, Chat. Benutzt ihr noch irgendwo XP? Ich lese gerade, dass auf der Arbeit von jemandem hier im Chat immer noch XP auf den Rechnern ist. Ich meine, das klingt auf jeden Fall stark nach Deutschland. You've probably already guessed Oder Schule, ja. I'm steps for my pond to replace the aging wooden ladder I made 5 years ago. It could still serve me another decade, while the granite ladder will compete with great Egyptian pyramids in its longevity. Das ist ein Aufwand, ey. Aber Windows XP war tatsächlich auch ein gutes Betriebssystem. Also wenn ich mich zurückerinnere. Ich glaube, früher haben irgendwie ganz viele Leute gesagt, dass sie nicht Windows 8 benutzen wollen und nicht irgendwie anderen Windows, weil Windows XP so überlegen war. Ich glaube, Windows 10 hat es dann irgendwann abgelöst. By the way, here is a cool hack. If you are wearing gloves, you can quickly change the side grinder's disc. Vista, oh without Gott, using ja, a oh wrench. boy, Erinnerung, It ey. takes 2 quick hits and the disc's flange nut will loosen. Ich habe gerade aus meiner Erinnerung habe ich gelöscht gehabt, dass es überhaupt Vista gab. Das war auch kein gutes... Noticed, I installed an XLR audio connector as a surrogate plug-in power cord connector. Disclaimer: the XLR power cord hack wouldn't pass electrical codes in most countries. Please research this beforehand if you decide to use XLR connector for your power tools. I'm not sure if it's necessary to have a dust cover on my side grinder, but since it felt hot to the touch, I kept placing it in a waterproof bag and cooled it in my pond periodically. Er hat's abgekühlt. Ich habe mich schon gefragt, was er tut. Aber noch was, Chat, Windows 7 war auch ganz okay, das stimmt. Windows 7 war noch okay, Windows XP war cool, Windows Vista war eine Katastrophe, Windows 8 war eine Katastrophe, Windows ME war eine Katastrophe. Ey, mir fällt gerade auf, Chat, es gibt einfach gar keine neuen Windows mehr. Ist Windows 10 jetzt einfach das letzte Windows, was rauskommt und die updaten das jetzt, oder wie läuft das da? For my pond was an impromptu decision, which is why I don't have Mason's chisel. Ja? It is not Okay. a big deal though. If you have some tools and a burning desire to do something, you can always makeshift the tools you need. Das ist ganz schön maloche, was er macht. Also, ich könnte mir vorstellen, Chat, wenn ich alleine im Wald bin, dann wird das echt Spaß machen, so, keine Ahnung, Zeit damit zu verbringen, halt da so eine Stufe rauszumeißeln. Aber ansonsten ist das echt, ist schon Fummelarbeit, wisst ihr? At home I have a chainsaw attachment that accepts a 12-inch diamond cutting disc, allowing to make 4-inch 10 cm deep cuts. Mir fällt da was ein, Chat, ne? Wenn ihr mal so was meißeln solltet, so an Steinen oder so, ne? Weil ihr irgendwie, keine Ahnung, in euren Lieblingswald oder so sozusagen eine Stufe ins Granit reinmachen wollt, ne? Dann um Himmels Willen, Chat, zieht bitte eine Schutzbrille an.
Das Ding ist nämlich, wenn du da meißelst und wenn du also das ist auch bei Stahl früher, bei der Arbeit bei mir so gewesen, wenn du zum Beispiel, wenn der Meißel zum Beispiel oben so einen Stahlbart hat, okay, das bedeutet, wenn er quasi sich so schon so überwälzt, so eine Falze hat, nennt man das, also wenn er sich so drüber wölbt und du da quasi auf den Meißel hinten drauf schlägst, dann kann sich das Metall ablösen und wie so ein Geschoss wegfliegen und halt in deinen Körper reinballern, okay? Und auch in deine Augen logischerweise. Und das gleiche kann auch bei den Steinen passieren. Der Meißel auf die Steine, da kann ein kleines Stück Steinchen einfach ins Auge fliegen und den blind machen. Also immer schön mit Schutzbrille oder zumindest mit Lesebrille oder so. I will make the next step. Fällt da gerade was auf? Sind das deutsche Handschuhe? Da steht der Aufprall. Hey, er mag scheinbar Qualitäts-Arbeitsschutzgeräte. I will make the next step using my chainsaw. Every now and then people ask me how I manage to keep my clothes clean while doing construction work in my videos. Here's the answer. I use an old trick. It is quick and easy to wash clothes with your legs. This way your hands and back don't get tired. Welche Band? Ich vertraue ihm. Moreover, my hands and back even welcomed the change of physical activity. When I went back to my step grinding work, I felt fully refreshed. However, I wanted to mechanize the process and build a water wheel that could work as a washing machine drum wow, die Katz. being powered. What the fuck, Alter? Mach mal halblang, ey. Ich gerade gucke ich deine Füße an, als nächstes sich ein Wasserrad. Wann hast du das gebaut? The flow of this stream. And of course, it is a bushcraft version of a water wheel made from local material using primitive tools. The water wheel could also power a mini mill, a sharpening wheel, a forge blower, and perhaps even an electrical generator. Please let me know what applications of a water wheel at my log cabin camp would be the most interesting for you. Peppe. Und nochmal Peppe, Mini-Peppe. You're probably surprised that there is an abundance of baby toads around here. This summer happened to be atypically dry. All the grass, including the sod on my cabin's roof, turned yellow. I suspect this is why the toads decided to migrate downstream. Zack, Alter, gleich stirbt da so ein Frosch, weil er so einen Splitter ins Gesicht bekommt. Stett schreibt übrigens, dass Frösche gleich gutes Wasser bedeutet. Ist das so, ja? Wenn ich Frösche im Garten habe, gutes Wasser? Dann muss ich nämlich mein Opa loben, weil das sind Frösche. I should say, it was very inconvenient, as you have to constantly check where you're stepping. Mach ich nächstes Mal, vor das bestimmt. At the end of the 5th day, it started to rain, and the amphibians must have changed their minds and stopped their migration. If working with hand tools, being surrounded by baby toads wasn't a problem, with power tools, I had to sweep them away first, which was a slight inconvenience, to say the least. Aufprall. It is a pretty boring activity to grind and polish rocks, so I decided to take a break and went fishing at the nearby lake. It doesn't take long to catch a few perch in the forest's lake. Then I ground up some pepper. Freshly ground pepper is important for cooking. Also er schleift erst eine Stufe und nutzt dann die Stufe, um seinen Pfeffer zu zertrennen und würzt jetzt seine Fische. Das ist schon ziemlich männlich, Mann. I added salt and pepper and pierced the fish onto 2 curved sticks. Note, it is better to use curved sticks, as this way the fish will cook horizontally, preventing juices from running out from its mouth. Wir lernen hier. Mach Notizen. Lastly, I stuffed the perch with chopped onions. Ooh. Usually I add wild chanterelles to my stuffing, but there were no mushrooms in the dry forest at this moment. A
get a lot of questions about how I managed to finish so many projects in one Allein diese Kameraschwenkerei hier, Chat, löst schon so ein bisschen Schwindel in mir aus, ey. Dieses VR hat gerade meinen Kopf ein bisschen gefickt, ey. month of my summer Ugh. vacation. The answer is simple. I always try to work on a couple of projects at once. Here's an example. I'm cooking fish, making tea, and distilling tar from pine roots, all at the same time. Ja, die FPS haben mich, glaube ich, so gefickt, das war. Okay, the lunchtime is over and I'm going to finish polishing the granite slab. Digga, Alter, er trägt keine Schutzbrille, er trägt teilweise keine Handschuhe und jetzt ist er mit seinen fucking Pitsche-Patsche-Füßen neben den Splittern, die dagegen flallen. Mein Gott, ey. Er zeigt auffällig häufig seine Füße. Once done, I started to clear a spot located downstream from the pond. This is where I'm planning to make an aqueduct that would feed a clepsydra, a water timer, and a sink made from granite or wood. At least it will be easier to wash dishes. Irgendwie ist das da so. Chat, ich habe das Gefühl, also entweder liegt das im VR oder ich habe das Gefühl, er bewegt sich da irgendwie durch so einen Pixelbrei. Als wenn der Fokus hier vorne ist und er da hinten außerhalb des Fokuses sich wie ein Geist bewegt. Entweder ich spinne, Chat, Alter, oder es ist echt komisch aufgenommen. Könnt ihr mir sagen, ob ich den Verstand verliere? I might even make a water heater using Verliere ich den couple of Verstand, pipes. Mann? 4 summers ago, I made another dam with a drain pipe a little upstream. Okay, ich hatte recht, ja? Okay, gut, weil ansonsten hätte ich jetzt an meinen Kopf gezweifelt, Digga. The second dam was supposed to help to stabilize the water flow. I guess I inspired a local beaver. Hört auf mit meinen. He built his own dam on the top of mine. The beaver clogged the drain pipe too. As soon as I declogged the drain pipe, the water flow got noticeably stronger. So now I know there is enough height and water flow potential for my mechanical projects at the pond. Oh, With 6 feet, 2 meters of height difference, I will be able to direct water into a wooden duct, creating an artificial waterfall that could rotate a water wheel. The water wheel will mechanically power a mini mill. I even plan to grow wheat and rye next year, so that I could würdet ihr Wheat und Rye dort anbauen, Chat? Natürlich eine klassische Wheat-Anspielung hier. Weiter make geht's. flour in the mini mill and then bake bread in my earth oven. Such bread could be considered 100% homemade. As you can see, the local amphibians are not afraid of me Da at ist wieder all. ein Fuß. Even though I kept scaring away this frog, it kept stubbornly coming back to the granite promenade. Perhaps it's because it liked to sit on the hot granite. I should say, it feels quite nice to stand barefoot on a polished granite step, warmed by the sun. In the future, I have plans to raise the pond's water level and to add rocket Will er sich verstecken oder so? Warum starrt er uns an? Aus der Mitte des Bildschirms, wo man nur sagt, er ist nackt. furniture to the granite Er ist promenade. nackt. It should transform the look of the pond. Er ist nackt. Here's an interesting observation. Ah, er ist eine Hose an, Chat. Der war baden. Badebekleidung. A ripe raspberry doesn't sink or even get wet in water. There are raspberry bushes upstream, and if you throw something at the bush while sitting in the pond, the water will deliver delicious ripe berries right to you. Oh mein Gott, ich will's essen. While I was enjoying the wild berries, the frog came back again. And it looks like it is making its own plans about beautifying the pond. Peppe. In conclusion, I will demonstrate how to drain the pond to prevent sludge from accumulating in it during the off-season. Das ist der Stöpsel, der am Anfang gemacht hat. I had to use my aluminum mallet to knock the plug out. Lastly, I decided to plug the drain in the upstream dam so that I wouldn't upset my neighbor, Ziemlich risky, das Video plötzlich. Ich wusste nicht, dass es so oft seinen Körper zeigt. the beaver.
But I will have to make a larger plug because I forgot that the drain pipe here is slightly larger in diameter and the plug that I brought from the downstream dam is too small. Der Plug passt aber gut rein. Jetzt haben wir Klamotten an, ich hatte schon Angst gehabt. As you could see, besides working on the granite step, tending to the saplings and planting new ones, I spent the first week mostly on modernizing the dam and pond. The only additional project I managed to finish was to make a primitive tarp hanger. Also Chat, folgendermaßen. Auf Twitch darf man keine Nacktheit zeigen, vor allem nicht, wenn sie sexualisiert wird, okay? Aber wenn jemand in einer Wildnis ist und in einer Wildnisumgebung baden möchte, Chat, dann hat er das gute Recht darauf, diese Bekleidung, die er nun mal braucht, zum Baden zu tragen, Chat. Weil man kann ja schließlich nicht baden gehen ohne Badehose, richtig? Weil das wäre ja quasi so, als wenn man was Unnatürliches machen würde. Deswegen hat er natürlich eine Hose angehabt, Chat, richtig? Richtig. I'm not going to get into details. Was ist mit den FPS los? Because there is a separate video where I showed how to make a dome and a hanger using branches and tarp. Affe mit Waffe, Dankeschön für die geschenkten Subs, Digga, Alter. Ungelogen, Chat, wenn ihr die Zeit habt, dann F im Chat, ey. Danke, Affe. Was ist zu schätzen? I will have to say, this summer I didn't get to use the hanger because there was barely any rain during my 3-week stay at the log cabin camp. So eine schöne Axt, die er gerade hat, das stimmt. Entweder ist es Low FPS oder mein PC stirbt gerade. Ich glaube, es ist einfach Low. Ich glaube, er hat schon wieder den Fokus falsch eingestellt. Ah, besser. Ich lasse mal ein Nüsschen oder so. Mal gucken, ob ich das runterschlucken kann. This pile of sticks is what's left from my stretch film dome. Nüsschen? The new hanger is standing right where the plastic wrap dome used to be. I'm quite happy with the hanger's design. It efficiently protects from the sun and rain. The blue tarp that has a straight cut is the same tarp that was presumably torn by the Yeti. Yeti? What? Ach so, die Yeti Story comes from... Ach so, vielleicht erzähl das jetzt. This story comes from a bushcraft mystery incident described in one of my log cabin videos. Schon ein chilliges Video, möchte ich mal kurz anmerken, ne? Ah. I will bring my carpentry tools here to work on projects during rainy days. Again, this is the mystery tear. And you might have seen this green tarp in the video about my bushcraft kayak and catamaran. Okay, this video has gotten long and it is time to say goodbye. Nein, ich will weiter gucken. Add that during my 3-week stay, I filmed enough material to assemble a couple more videos of this length. This is Max Igorov from St. Petersburg. St. Petersburg, Russland, Chat. Nicht Polen. Vielleicht hat er polnische Vorfahren. Russia. If you like this video, perhaps you could share it with your friends. Ja klar. Jungs, ich teile es mit meinen Freunden. Cooles Video. Wollte ich mit euch teilen. Good people watch good videos.